Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute geht es endlich weiter am 190er, aber nicht am Auto, sondern ich habe mir neue Felgen besorgt. Wundert euch nicht, das Auto ist komplett eingestaubt und wir sind gerade noch dabei, den zusammenzubauen. Und bevor ich euch noch meine neuen Felgen zeige, dachte ich mir, ich zeige euch jetzt noch mal kurz so den Zwischenstand vom 190er. Also Türen sind jetzt verbaut, die Scheiben haben wir auch reingebaut. Gestern haben wir noch die Türgriffe reingebaut. Da hatte Max ein bisschen Ärger mit den Federn, die da drin sind, die den Türgriff nämlich zurückziehen. Die hüpfen nämlich gerne mal raus und da warst du gestern etwas, ja, verärgert. Da habe ich das dann lieber gemacht. Ich habe da ein bisschen mehr Geduld. Und du brauchst doch einfach kleinere Hände. Ja, das stimmt. Ich komme mit meinen Händen da besser rein. Und ich wollte euch noch den Innenraum zeigen, denn ja, wir haben ja den Innenraum auch komplett rauslackiert und ich war damals nicht so intelligent und hatte einfach die Kabel, ja, zusammengerollt und habe sie alle zusammen in die Mitte gepackt. War nicht so intelligent, die hätte man vorher beschriften können. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt ihren richtigen Weg wieder an die richtige Stelle gefunden. Vielen Dank nochmal an SCS Garage, der uns da unterstützt hat. Und so schaut das Ganze jetzt im Innenraum aus. Gurte habe ich auch schon drin. Die habe ich jetzt aber nur mal provisorisch eingebaut, denn da fehlt nämlich noch ein bisschen was. Hier vorne hatte ich mich ja dann noch entschieden, bis hierher kommt ja Teppich. Dann ja, müssen irgendwelche Sitze rein und einen Käfig hätte ich gerne noch. Aber so weit sind wir noch nicht. So, jetzt zeige ich euch aber mal meine neuen Felgen. Was sagst du zu denen? Das sind super. Passt doch, oder? Schaut klasse aus. Gerade jetzt so das farbliche Konzept ist auf jeden Fall mal was anderes, oder? Also ich würde eher so auf Orange-Rot oder sowas gehen. Sollen wir mal tauschen? In Orange besser? Ja, auch nicht schlecht. Ja, Was, in Gelb oder Orange? Oder soll man nochmal die Farbe wechseln? Gibt es irgendwie noch sowas wie Blau vielleicht oder Grün? Besser? Ach nee, das Design gefällt mir gar nicht. Also da fand ich die vorher besser, aber irgendwie... Passt doch nicht so richtig zum Auto. Ah, das muss so ein bisschen mehr so oldschool, weißt du, was ich meine? Ja, probieren wir es nochmal. Das schaut doch gut aus, oder? Ah, ja, so habe ich es mir vorgestellt. Uiuiui. Das wäre es jetzt gewesen. Ta-ta-ta-ta! Hier sind sie, meine absoluten Lieblingsfelgen. Eigentlich wollte ich sie damals schon auf den S36 haben, aber da haben wir uns ja für die Messerfelgen entschieden und ich dachte mir jetzt, für den 190er passen sie doch perfekt. Kommt mal her, wir schauen sie uns mal zusammen an. Also das sind jetzt nicht die besten Felgen, wie ihr seht, die haben schon gelitten. Der Verkäufer hat gesagt, er hatte sie damals so gekauft und hat sie nie angefasst. Hier seht ihr auch noch die originalen Schrauben sind auch noch drin. So schauen sie aus, das sind 17 Zoll. Ich habe die von eBay Kleinanzeigen gekauft. Das war nicht so einfach, da welche zu finden, weil 5x112 gibt es nicht so oft und ich wollte ja, 17 Zoll. Das sind jetzt auch keine 5x112, das sind 5x114. Das heißt, ich habe mich da vorher erkundigt, man muss die Felgen mit Versatzschrauben ja, fahren. Das wird uns auch nachher der Alex erklären, noch von LX Felgen. Denn der wird nämlich die Felgen mitnehmen und wieder schön machen und umbauen. Denn es soll nämlich keine 17 Zoll bleiben, sondern ich hätte gerne 18 Zoll. Und ja, wir müssen natürlich, glaube ich, auch ein bisschen breiter werden. Das wird der Alex dann gleich mit uns am Auto direkt ausmessen, was wir fahren können. Und ich glaube... Ich weiß nicht, aber ich glaube, die kommen aus Japan, weil hier irgendwo... Da. Vielleicht kamen sie auch mit einem Japan-Import nach Deutschland, man weiß es nicht. Aber es sind Originale, könnt ihr mal herkommen, hier steht es ja drinnen. BBS, geschmiedet und das ist das Rad RS
262, aber ich habe hier auf der anderen Felge gesehen, da haben wir RS 324. Ja, die sind jetzt schon ein bisschen zusammen oxidiert. Die werden dann wieder schön gemacht. Ich hätte natürlich so richtig Bock auf richtig fette Betten. Fette Betten. Fette Betten. Und ja, ich würde sie jetzt gerne, bevor Alex kommt, gerne mal mit euch eine hinten drauf stecken und einfach mal zu schauen. Willst du so Bett machen wie hier E46 oder noch mehr? Ich hätte gerne noch mehr Bett. Also ich hätte gerne so ein richtig fettes Bett und am besten noch so einen richtig fetten Reifen, damit ich richtig fette Dreiersräder fahren kann. Also es muss alles sehr fett werden. Es muss alles sehr fett sein. Bist du dann auch fett? Ja. Nee, also das finde ich zu wenig. Das ist viel zu wenig. Ja, nee, ich will, also hinten will ich schon ein ordentliches Bett haben. So, ich packe jetzt die hinten mal drauf, weil ich bin jetzt gerade selber so ein bisschen, ich will mal gucken, wie es ausschaut, wenn die draufgesteckt sind. Deswegen Gas. Ja. Schaut schon geil aus, oder? Also es ist natürlich jetzt extremst viel Platz im Radkasten. Schaut geil aus. Also ich finde, es ist extremst viel Platz im Radkasten. Hi, Alex. Da ist er schon, der gute Mann. Wie geht's dir? Hast du gut hergefunden? Ja. Alex ist jetzt gerade gekommen. Komm doch mal gerne her. Und könntest du mal den Leuten kurz erzählen, wer du so bist und was ihr so macht? Also ich bin der Alex, wie gesagt, gerade schon erzählt hat. Mir gehört Alex Felgen. Wir bauen jetzt wahrscheinlich ein paar WBS um, wa? Da hätte ich richtig Bock drauf. Also, was sagst du jetzt, wenn du die Felgen jetzt so als erstes siehst? Sind die noch zu retten? Kann man da draußen noch was machen? Oder sagst du, oh auf Gott, jeden Fall. also hast du schlimmer gesehen? Ja, keine Frage. Also ich denke mal, die kriegen wir heute sogar in einem Stück auseinander, ohne dass ich groß fluchen muss. Ja, Betten, klar, gehören erneuert, aber da wollen wir ja sowieso ein bisschen was anderes machen. Ja, müssen wir uns einfach mal anschauen. Also wir gucken uns das jetzt mal an, bauen mal irgendwie 2 Stück auf jeden Fall jetzt mal auseinander, dass wir erstmal gucken können, was aufs Auto überhaupt drauf passt. Ihr habt ja gerade schon gesagt, wahrscheinlich Feder hinten raus, ne, beim... Ja, im besten Falle, dass wir mal wirklich das Rad eintauchen lassen können ein Stück und da halt wirklich sehen, wo das Rad dann hinwandert, wo der Sturz eventuell hinwandert. Da habe ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt die riesigen Erfahrungswerte beim W201. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, das mal zu testen. Und dann nehmen wir uns dann einfach mal die Zeit und bauen mal noch die Feder raus. Und dann können wir hier mal ein bisschen rumspielen. Und da kann man dann jetzt schon ungefähr sagen, wie breit sie werden können. Wir können das, wie also wir Zoll. sagen das jetzt schon mal ziemlich genau dann. Also wir bestimmen heute auf jeden Fall Außenbett vorne hin und das Innenbett logischerweise auch, aber über das Innenbett reden wir eigentlich nur in Verbindung mit der Reifengröße. Weil wir letzten Endes über das Innenbett hier in dem Fall ja nur die Felgenbreite bestimmen, wo es halt dann nur darum geht, was können wir für einen Reifen drauf fahren und wie willst du es vom Stance her. Also sprich, willst du einen extremen Stretch? Ich gehe mal nicht davon aus, sondern es soll eher so rennsportmäßig sein. Ne? Sprich, da müssen wir halt einfach mal gucken, was es überhaupt für Reifen gibt. Weil wenn wir die ganze Nummer jetzt irgendwie auf 10J bauen und dann ist der breiteste Reifen, den wir irgendwie fahren können, ein 245er, ist ja komplett am Thema vorbei. Das ist ja, hat mein Lehrer schon mal gesagt, setzen 6 am Thema vorbei. Das wird halt nicht. Also deswegen gucken wir uns das mal an, wir bestimmen erstmal die Außenbetten und den Rest machen wir dann quasi, das ist dann reine Theorie. Also ja. Platz ist auf jeden Fall ein bisschen Ja, vorhanden, das aber der ist- soll ja auch noch ein bisschen gegen... Ja, ich glaube, Platz ist vorhanden auf jeden Fall. Hey, also mein Kopf passt rein. Nee, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, wir gucken uns das mal an, wa? machen wir so. Leg mal los. Ach so, was ich auch noch fragen wollte, und du kannst uns dann zeigen, wie man das dann genau ausrechnet, weil wir da jetzt nicht so im Thema drinstecken, das wäre nämlich noch cool. Das machen wir. Also wir messen das dann quasi zusammen aus. Da gibt es so 2, 3 Sachen zu beachten. Ansonsten ist das halt, also wer Schule bis zur 5. Klasse hatte, kriegt das auch hin. Also nee, aber das ist also einfache Mathematik. Messen das aus, gucken uns das an, messen dann nach innen natürlich auch noch ein paar Sachen, ne, wo wir das Innenbett bestimmen. Wir können natürlich das Innenbett nicht ewig tief machen, weil irgendwann kommt dann auch Auto. Aber prinzipiell messen wir das alles zusammen aus, gucken uns da so ein paar Sachen an, worauf jeder achten sollte. Also wenn ihr das mal irgendwie, die zugucken, quasi, wenn ihr das mal zu Hause machen wollt, dann kriegt das eigentlich jeder hin. Wichtig sind halt nur so 2, 3 Sachen zu beachten, also wirklich relativ easy. Ja, so machen wir das. Geil, dann fangen wir doch mal an.
falls ihr mal so einen Satz BBS hier auseinandernehmt. Wie gesagt, theoretisch immer neue Schrauben nehmen, aber bei den BBS AS unter anderem ist es so, ich weiß nicht, ob man das sieht, da steht quasi auf der Schraube noch BBS drauf und ich finde das halt ziemlich geil. Deswegen würde ich, glaube ich, da die Gewinde hier echt noch in Ordnung sind. Und die Felgen übrigens, wir sind die Ersten, die hier irgendwie auseinanderbauen. Ja, nachdem sie relativ jungfräulich sind, würde ich die, glaube ich, aufarbeiten, ordentlich sauber machen, polieren oder je nachdem, auf schwarze Schrauben, wie auch immer. Das können wir uns ja alles noch überlegen. Beim Lackieren muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, dass dann quasi das BBS noch zu sehen ist. Ansonsten ist noch die ganze Sache für die Katz. Aber ich denke auch, das ist die schönere Lösung, weil dann haben wir die originalen Schrauben noch für die Felge. Ist eigentlich cool. Denke ich auch. Also gerade Länge passt auch, weil wir bauen es ja im Prinzip wieder genauso, wie es jetzt ist, grundlegend. Ne? Da kommt ja kein Zwischenring oder sonst irgendwas dazu. Kann man die auf jeden Fall nehmen. Muttern machen wir auf jeden Fall neu, logisch. Also das brauchen wir jetzt nicht hier das Altmetall wieder verwerten. Aber die machen wir, glaube ich, nochmal schön. Und dann kloppen wir jetzt mal die Felge auseinander. Das ist eine Besonderheit quasi auch bei der Art von Bett, weil hier siehst du im Prinzip keinen Stern. Das heißt also theoretisch ist es so, dass wenn die auch jungfräulich sind, dürfte kein Dichtmittel oben drauf sein quasi, was man irgendwie rausschneiden muss, wie auch immer. Wovon ich auch mal ausgehe, wenn ich das mir so angucke, aber es ist immer die bessere Lösung, das Stück für Stück auseinanderzunehmen. Weil letztendlich, wenn wir jetzt den Stern rauskloppen, haben wir trotzdem den Stern und das Außenbett, weil die Sandwich montiert sind. Also sprich Innenbett, Stern und dann erst das Außenbett. In der Reihenfolge, deswegen machen wir das Stück für Stück, so wie es zusammen ist, bauen wir es wieder auseinander. Das ist, sage ich mal, sieht manchmal relativ brutal aus. So, wir haben 50% schon mal geschafft. Und hier ist es so, wie ich gesagt habe, im Prinzip hier Flächendichtmittel wurde hier aufgetragen, rundherum. Und da wurde hier keine fette Raupe irgendwo gezogen. Guck mal, wie echt ultra fein, ne? Da drückt ja fast gar nichts an der Seite raus. Also. Ja. So sollte es im besten Fall auch sein. Die sehen aber auch jetzt nicht so schlimm aus, die Betten. Also Sind in Ordnung. Ist auch noch der originale Klage drauf. Also. Ja, sehr gut. Jetzt machen wir noch den Rest hier. Und dann gucken wir uns den Spaß mal an. Ui! ui, Das sieht ist gut schon aus. viel passiert, die Feder ist raus. Hast du dir das so vorgestellt? Ja, so habe ich mir vorgestellt. Ist ein bisschen kleiner geworden. Ich wollte gerade sagen, es wird relativ groß. Wie machen wir das mit dem Reifen? Na, wir brauchen einen relativ schmalen, der hier aufliegt und dann müssen wir dann So ankleben. Fahrradreifen, oder? Ja, voll gut. Ach, so war das jetzt dann. Oder wir machen es wie im Offroad, dann werden wir die hier verschrauben, die Reifen. Stecken wir die hier drüber, den Rest machen wir mit Scheibenkleber halt, wie das so üblich ist. Das ist jetzt ein sogenanntes Scheibenrad, oder wie? Das ist für die Hochgeschwindigkeitsfahrten. Wegen Rollwiderstand, das liegt doch auf der Hand. So also vom BMW i3, die vordere. Ja. Jetzt hast du die Schrauben schon reingemacht. Ich hatte noch eine Frage nämlich zu den Schrauben, weil ich glaube, du meintest, wir müssen jetzt ja Versatzschrauben fahren. Richtig. Wie Also funktioniert das? im Prinzip ist es ja so, die Felgen sind 514.3. W201 hat 512. Das heißt, also im Prinzip Lochkreis, logisch, 5 Loch. Und die 114,3 oder jetzt beim W201 ist das Maß Mitte. Das heißt, wir sprechen von den quasi fast gegenüberliegenden Bolzen von einem Unterschied von 2 mm ein bisschen was. Warum wir das machen, ist, es gibt aktuell einfach nichts Passendes an BBS, Sternfelgen, irgendwas, um das so umzubauen. Außerdem wäre es auch schade bei W512, aber ist egal. Ja, was machen wir also? Wir nehmen 514.3 und arbeiten dann mit Versatzschrauben. Und da ist es so, ich baue mal hier so eine Schraube raus. Das ist jetzt eine ganz normale W201 Radschraube, würde ich sagen, ja. Oder? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es so, dass die Originalradschraube, die Versatzschraube hat statt diesem Bund hier einen beweglichen Bund. Das heißt, der Bund kann hier ausgleichen, ne? Und bewegt sich dann halt den 1 mm pro Schraube eben immer in die richtige Richtung. Zentrierung passt hier bei dem Stern. Somit haben wir da kein Problem, die müssen wir auch nicht aufdrehen oder sonst irgendwas Aufregendes machen. Wir nehmen einfach dann quasi die. Und der TÜV-Mann, der liebt auch Buntversatzschrauben wahrscheinlich, oder? Finde er total super. Springen dann gleich über den Hof und alles, oder? Ja, das finde er richtig geil. Nee, es gibt tatsächlich von, ich meine, SCC, gibt es welche mit dem Festigkeitsgutachten. Theoretisch Radbefestigungsmaterial ist nie geprüft. Es gibt halt immer nur eine Härte, die entsprechend in einem Gutachten zum Beispiel steht und so weiter. Und ich meine, von SCC gibt es welche, die direkt ein Festigkeitsgutachten haben. Da ist es meistens dann auch für einen Prüfer kein Problem. Die ganze Nummer wird ja sowieso eine 21er Abnahme. Das heißt, da brauchen wir sowieso kein fahrzeugspezifisches Gutachten oder was auch immer. Letzten Endes müssen die Gesamtfestigkeiten gegeben sein. Ja, aber das ist da auf jeden Fall das kleinere Problem, sage ich mal. Dann werden wir jetzt im besten Fall mal das Auto ein Stück ablassen, bis du sagst, dass das so ungefähr deine Fahrhöhe sein wollen wird, oder?
Da bin ich jetzt gespannt. Ich denke, da reicht der Wagen hier Naja, wahrscheinlich nicht. dann lasst mal ab. So, ey, jetzt wird es halt spannend. Hast du das Holz schon so hingestellt? Steht alles parat. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst, ja. Ich auch. Also wirklich, das ist so eine Nummer, das liebe ich. Am besten ist das, wenn die Kamera zuguckt. Dann passieren immer die besten Sachen. Ja, ihr könnt gleich sehen, wie so ein 190er auf der Seite liegt. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Achso, und jetzt können wir ja gleich erstmal was erklären. Wie ihr vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gesehen hat, aber das Rad ist ausgewandert. Was logischerweise durch die Achsgeometrie geschuldet ist. Also du meinst so? Ja, das kam uns quasi gerade ein Stück entgegen. Wäre natürlich jetzt blöd gewesen, wir hätten das ausgemessen im komplett ausgefederten Zustand, weil der Querlenker im Prinzip steht dann so hier. Das heißt, der Abstand hier wird kleiner, also jeder, der mal in Mathe aufgepasst hat, ne? Der Abstand hier wird kleiner. Wenn das Rad dann natürlich einfedert, haben wir irgendwann das hier quasi. Das heißt, der Abstand hier ist dann der größte, was jetzt ungefähr der Fall ist. Wenn wir jetzt weiter einfedern, was wir ja machen, weil so kannst du das ja nicht angucken, Nee. dann wird gleich das Rad wieder ein Stück nach innen wandern. So rein. Und dann kippt auch der Sturz rein auf jeden Fall. Also sollte es zumindest. Oh ja, das sieht man sehr gut. Ja? Ja. Ich glaube, der Wagenheber ist auch schon frei, also viel mehr würde ich jetzt hier nicht machen. So ungefähr schaut das dann aus. Also das ist jetzt mal ein 19 Zoll Innenbett. Das habe ich einfach nur mitgebracht, dass wir mal ungefähr wissen und sehen, wie das Rad dann von der Größe her wirkt. Das ist natürlich jetzt total utopisch, aber dass wir ungefähr mal wissen, wo der Reifen stehen könnte. Das wird dann ungefähr, sage ich mal, bei einer 35er Höhe irgendwie, sage ich mal, hier so sein. Ja, ich denke mal, von der Bettenbreite wird es nichts. Ich dachte, das ist auch wie Bett. Das wäre geil. Das würde mir auch richtig gut gefallen. Ich denke, das liebt auch Aber, Griffel. aber ich hoffe, du hast noch 12 von den Dingern, dann passt es vielleicht. Aber mach mal die Verbreitung drüber, dass wir ungefähr sehen, wo dann das Rad, sag ich mal, steht. Und ich denke, so auf der Tiefe dieses auf jeden Fall, sag ich mal, das könnte tatsächlich deine Fahrhöhe werden. Ja. Dürfen die Leute schon wissen, dass es Static wird? Ja. Wenn nicht, habe ich es jetzt erzählt. Nee, also sprich, der Reifen wird dann irgendwo hier stehen. Wie gesagt, das ist 19 Zoll. Die ganze Nummer soll ja im besten Fall auf 18 Zoll sein. Nur, dass wir uns mal grob vorstellen können, wie groß das Rad dann wirklich wird, habe ich das Bett mal mitgebracht, weil wir können ja jetzt keinen Reifen montieren oder irgendwas. Und das kommt dann, sage ich mal, wenn wir uns hier noch so einen Zentimeter mitdenken, dann kommt das schon am nächsten hin. Ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine coole Fahrhöhe. Also, Ich denke auch. Das wenn wir ist damit jetzt mal kalkulieren, ja. Wenn wir jetzt wissen, dass das hier quasi so wahrscheinlich die Fahrhöhe wird, dann würde ich sagen, halten wir gleich nochmal die Verbreitung ran und messen mal im Groben, wie viel Bett wir fahren können. Weil im Prinzip die Birtelkante reingeht, das sind hier 15 mm. Weil logischerweise können wir jetzt, damit das irgendwie Sinn macht, nur außen anlegen. Ne? Wenn du jetzt innen anlegst, das wird krumm und schief. Deswegen legen wir außen an, das ist unser Bezugspunkt letzten Endes. Dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier oben die 15 mm, wissen wir jetzt, dass die Birtelkante 15 mm ist. Die müssen wir dann nachher gleich noch wegnehmen. Und dann gucken wir uns das mal an. Im Prinzip braucht er im besten Fall eine Wasserwaage, im schlechtesten Fall, was ist das, M3 Hinterachsverstärkung? Ja. Geht aber auch. Also letzten Endes geht es ja jetzt nur um den Orientierungspunkt. Auf einen Millimeter messen macht jetzt hier sowieso keinen Sinn. Das geht, aber macht keinen Sinn, weil die Bettenmaße, sage ich mal, sind ja auf ein halbes oder ein Viertel Zoll genormt. Das heißt, klar könntest du jetzt ein Bett dir anfertigen lassen aus dem vollen Fräsen, was auch immer, macht aber gar keinen Sinn. Also das ist ja, ne? Also wir sind ja irgendwie im Halbzoll, Viertelzoll Maß, deswegen kommt es jetzt auf 1 mm nicht an. Im Prinzip, im besten Fall nehmen wir, wie gesagt, eine Wasserwaage, legt die an der Außenkante hier vorsichtig an. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das so wirklich gerade ist. Dann haben wir hier ziemlich genau, naja, ich würde sagen 72 ungefähr, von Auflagefläche Felgenbett am Stern außen zur Karosse. Minus die Birtelkante sind, oh Gott, minus 15, ja, sind 57 mm, die wir im Prinzip haben. Sprich, wir haben 57 mm, die wir irgendwie für ein Außenbett nutzen können. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie misst du, wie breit so ein Außenbett ist. Im Prinzip, Außenbett wird gemessen von hier, die Anschraubfläche, also das, was dann hier rankommt, nach hier innen das Horn. Das hier wird gar nicht mitgemessen, das ist immer ein halbes Zoll. Das wird aber gar nicht mitgemessen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schon mal 12 mm von unserer ganzen Nummer da abziehen und dann wissen wir, wie breit das Felgenbett sein darf. Also sprich, wir sind jetzt bei immer noch 57, oder? richtig. 45? Ja, ich habe auch schon wieder Taschenrechner genommen. Ja, du hast recht, 45. Wir sind tatsächlich nur bei einem 2 Zoll Bett. Im besten Fall. Wir müssten mal noch checken,
inwiefern wir hier vielleicht noch am Sturz rumspielen können. Wie gesagt, B201 ist jetzt nicht so mein super Fachgebiet, dass ich sage, ey, das weiß ich aus dem Kopf, das mache ich gleich hier mit einem Zollstock. Das wäre noch interessant. Also wir kommen knapp auf ein 2 Zoll Bett, das reicht noch nicht ganz. Wir können ja aber, sage ich mal, ein bisschen noch spielen. Ne? Dann ist, sage ich mal, also logischerweise, wenn wir jetzt sagen, hinten 2 Zoll, das ist jetzt noch nicht so riesig viel. Wenn wir aber hier mal schauen, das ist ja tatsächlich nur ein 1,5 Zoll und das sah ja schon ziemlich geil aus. Liegt einfach daran, dass die ganze Nummer Sandwich montiert ist. Also sprich, das Felgenbett wird außen montiert. Dadurch ist das schon, sage ich mal, in Ordnung. Das wird dann auch ganz gut wirken. Viel mehr Platz können wir auch nicht generieren. Ist auch jetzt nicht so viel Platz. Ist ja auch, also ne, wenn wir dann hinten, sage ich mal, auf eine 9J kommen wir ja auch mit dem Reifen wieder ganz gut hin, wenn das rennsportmäßig sein soll. Ja. Dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Letzten Endes macht es das Ganze für vorne jetzt auch viel einfacher. Also vorne machen wir gleich nochmal dasselbe in grün. Weil ich würde hinten immer, also gerade bei Benz, BMW, würde ich hinten immer mehr Tiefbett fahren als vorne. Ja. Definitiv. Ja. Und letzten Endes, wenn wir hier auf einen 2 Zoll, vielleicht wenn wir noch ein paar Millimeter am Sturz finden, auf einen 2,5 Zoll kommen, dann bleibt vorne logischerweise nur die logische Konsequenz, 1,5 Zoll oder 2 Zoll aus dem Bett zu nehmen. Ja, dasselbe machen wir vorne und dann wissen wir schon mal, was hier passieren kann. Theoretisch. Wir haben hier gerade eine ganz andere Problematik. Ja, vorne geht halt leider echt nicht viel. Also es ist wirklich, ich hätte echt gedacht, hier gehen richtig männliche Außenbetten drunter. Ja, dadurch, dass das Bodykit halt so fett ausschaut, dachte ich jetzt auch, dass da ein bisschen mehr geht. Ja, aber es ist tatsächlich, es wird nicht viel mehr Platz. Nur hier, aber ja, Höhe ist vorhanden. Höhe ist da auf jeden Fall. Aber das hatten wir ja vorhin schon mal das Thema, dass halt gerade im Rennsport die Höhe und nicht die Breite, sage ich mal, das Wichtige ist. Das ist übrigens das 1,5 Zoll Bett von hinten. Das haben wir jetzt nur mal hier so zum Spaß draufgesteckt. Und um mal zu gucken, wie es von oben aussieht, so dass relativ klar ist, dass vorne halt wirklich nur das 1,5 Zoll Außenbett frontmontiert geht. Wir können natürlich jetzt auch wild bescheißen und können sagen, es gehen vorne 2 Zoll und wir machen es rundherum nicht Sandwich montiert, sondern den Stand front montiert. Da hast du aber halt auch nur was für die Daten, sag ich mal, getan. Dass du sagen kannst, du fährst ein 2 Zoll Bett vorne, aber es sieht auf jeden Fall nicht breiter aus, ganz im Gegenteil. Also das wird wahrscheinlich ziemlich genau so werden. Gut, wir können jetzt ja nicht richtig weit einfedern, also sprich war ja original Fahrrad mit drin. Ja. Jetzt ist aber so, dass also ich achte halt immer, wie der Querlenker steht. Weil im Prinzip die Position vom Querlenker, wie ich es vorhin schon mal erklärt habe, macht ja auch die Position vom Rad. Das heißt, aktuell ist der Querlenker wirklich, sag ich mal so, also ne, gerade. Das heißt, wir haben die längste Position oder das längste Maß quasi von Befestigungspunkt Querlenker zum Rad. Danach rutscht es nur noch rein. Und deswegen denke ich, also jetzt war es ja wirklich, sagen wir mal, fast bündig. Wir müssen ja aber noch ein kleines bisschen rein. Wir haben ja noch die Bürtelkante quasi von der Verbreiterung. Dass wir das quasi vom Maß her so machen vorne. Hinten, wie wir es vorne ausgerechnet haben. Und dann kommt es jetzt quasi nur noch drauf an. Dann messen wir gleich nochmal hier nach innen. Und dann überlegen wir uns, was wir für Innenbetten fahren. Dass es halt von der Reifengröße her am Ende stimmig wird. Dass es halt nicht zu viel Stretch, nicht zu wenig. Dass irgendwie eine sinnvolle Reifengröße bei rauskommt vielleicht. Vielleicht auch in die es gibt. Das wäre schön. Ja. Und ja, relativ easy. Im Prinzip nach innen messen, genauso wie nach außen. Ne? Also für alle, die das mal selber machen, wie auch immer. Im Prinzip sucht ihr euch hier den Orientierungspunkt, der am ehesten störend ist. In dem Fall ist es hier relativ einfach, das Federbein. Da der Stern, wie gesagt, Sandwich montiert ist, sind es hier vom Federbein zum Stern ziemlich genau 20 mm. Wir brauchen aber auch noch ein bisschen Platz. Also wir rechnen mal mit 19 oder schreiben uns mal 19 auf, die wir dafür ein Innenbett Platz hätten. Das rutscht zwar alles so ein bisschen nach innen und ne, wir haben daher keine Gewindeverstellung, sondern dort. Aber mehr als 19 cm, also 190 mm Platz haben wir einfach nicht. Ne, die sind physisch begrenzt. Genau, und dann haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal alle Daten. Und dann überlegen wir uns mal Reifengrößen und die Innenbetten noch. So, Fazit, was würdest du jetzt sagen? Wie machen wir es am besten, dass wir doch nicht zu schmal naja, also letzten Endes, also das Ergebnis war jetzt, ich hätte echt gedacht, da passt richtig krass was drunter. Ja. Aber das Bodykit oder der Breitbau sieht halt wirklich krass aus, aber letztendlich so viel Platz ist tatsächlich nicht. Rein gemessen müssten wir jetzt irgendwie vorne 1,5 Zoll, hinten 2 Zoll machen, Außenbett. Das ist ja das, was für uns interessant ist. Der Rest bestimmt ja nur noch die Felgenbreite und damit, was für einen Reifen wir letzten Endes fahren, damit es die gewünschte Optik hat. Naja, aber irgendwie habe ich mich dazu entschlossen, dass wir, glaube ich, einfach mal ein halbes Zoll breiter als gemessen probieren. Das heißt, ja, das ist so typisch Try and Error, also sprich eigentlich gar nicht so das, worauf es hinauslaufen soll, aber ich denke, für das perfekte Ergebnis müssen wir es ja einfach dann auch mit Fahrwerk drin und so weiter testen. Ja. Das heißt, ich bestelle mal ein bisschen Zeug und das nächste Mal, wenn wir uns mit der Thematik hier befassen, haben wir das Fahrwerk schon drin. Ist das Fahrwerk drin und dann
haben wir irgendwie 2 so zur halb zusammengebaute Felgen mal mit, die eigentlich zu breit sind. Und hoffen, dass wir die irgendwie da reinkriegen. Ja, ich denke, so wird irgendwie die Nummer. Da müssen wir halt echt mal gucken, ob das so wird. Und ansonsten müssen wir es halt wirklich der traurigen Wahrheit ins Gesicht blicken und das halt so machen, wie wir es gemessen haben. Aber irgendwo werden wir schon noch die fehlenden Millimeter finden dann, denke ich. Ich hoffe es, weil sonst das wäre dann doch schon ein bisschen... Das wäre fast ein bisschen traurig, ne? Ja. Für das Kind hätte ich mir schon ein bisschen Bett erhofft. Ja, ein bisschen mehr zumindest. Ja. Es wird trotzdem mega aussehen, das ist keine Frage, aber hinten wäre schon schön, wenn das so wird, wie ich mir das vielleicht auch erträume. Ja. Ja, so probieren wir das mal, wa? Dann vielen lieben Dank, Sehr gern. dass du gekommen bist und ich schreibe euch alle Daten von dir gerne doch mal unten in die Infobox rein, falls da irgendjemand Bock drauf hat. Steht alles in der Infobox. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr wieder fleißig Daumen nach oben da lassen. Schreibt, wenn ihr Fragen habt, gerne alles in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.